Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Ich bin so ein bisschen in Eile. Ich habe gerade getankt, wollte hier duschen, also ich bin hier in Bingham, so wie jede Woche. Und dann wollte ich duschen und dann sehe ich das. Keine Dusche da. Müssen wir halt morgen in Mississauga duschen. Und heute Abend halt eine Truckerdusche im Truck. So. Beim letzten Video sollte kein Klagen sein, ne? Also ich fand das halt nur scheiße, dass der halt so, ne? Aber der eine schrieb zum Beispiel, ich sollte mich beruhigen. Ich habe mich gar nicht aufgeregt. Und der andere schrieb, bleibt am Truckstop stehen. Hat Gründe, warum ich mich da eingestellt habe. Außerdem konnte ich nicht wissen, dass der mich wachklopft. Wenn ich das wissen würde, dann wäre ich Hellseher und kein Trucker. Will ich mal dazu sagen. Ja? Und ich hatte ja vorher schon gesagt, dass ich weiß, dass da ein Zug fährt. Dass so viele sind, wusste ich jetzt nicht. Und dass da Flugzeuge fliegen, wusste ich auch. Ne? Ich fand es halt nur doof, dass er mich geklopft hat. Geklingelt. Ding dong. Aber ist ja egal. Ihr wisst es vielleicht nicht. Ich erkläre es euch und gut ist. Natürlich kann ich auch am Truckstop stehen bleiben. Aber da müsste ich morgens, bevor ich auslade, meine Schichtzeit anbrechen. Und wenn ich meine Schichtzeit anbreche, dann fehlt mir am Abend etwas von meiner Schichtzeit. Das kann sogar so schlimm sein, dass ich sogar einen Tag länger draußen bin. Und das will ich ja nicht. Ne? Ich will so schnell wie möglich wieder zurück sein. Und dementsprechend muss ich jede Minute schön planen. Denn wenn nämlich alles gut läuft, ich bin jetzt auf dem Weg nach Toronto, und wenn alles gut läuft, also ich weiß nicht, ob ich da heute Abend noch ankomme, weil ja, wie gesagt, meine Schichtzeit schon ausläuft. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich nach meinen 30 Minuten Break noch was wiederkriege. Und ich brauche 4 Stunden bis zur Grenze. Wenn ich 4 Stunden habe, dann schaffe ich das. Also 4 Stunden 10. Wenn ich weniger habe, dann wird es knapp. So, warum sage ich das alles? Weil ich morgen früh oder heute Abend noch ausladen möchte. Morgen früh meinen Disponenten anrufen möchte. Dann möchte ich Richtung nach Hause fahren. Und wenn alles so läuft, wie es laufen soll, dann bin ich Samstagmittag zu Hause. So, 4 Tage draußen, 4200 Kilometer. Bam! Dann kann ich Montag wieder losfahren. Boah, es ist laut hier, aber es ist auch warm. Ich hatte heute in Philadelphia 38 Grad gehabt. Habe ich ja eben in meiner Gruppe gepostet. So, und jetzt sitzen sie alle. Und alle sind am Brüllen und es ist laut. Den finde ich cool, den blauen. Finde ich voll cool. Und ich weiß noch immer, wie der heißt. Freightliner, ja, steht dran. So, das ist ein alter Cascadia und das ist ein neuer. Das ist meiner. Also nicht meiner, den darf ich fahren. Und werde dafür bezahlen. So, da ist ein Kenworth ohne Stoßstange. Ein alter Volvo. Ja. Ein bisschen ruhig hier. Schade, dass man keine Duschen gekriegt hat. Weil da wollte ich euch eine Dusche zeigen. So, ich komme jetzt immer näher Richtung Truck. Das heißt, es wird immer lauter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Und ich mache jetzt meine 30 Minuten Pause noch voll und dann geht es hier weiter. Bis später.
So, guten Morgen. Es ist Freitagmorgen und ich bin leer in Toronto. Ich bin hier gestern Abend hingekommen, also da hinten beim Kunden, um, weiß ich nicht, 8 Uhr. Und der Termin war ja heute Morgen um 8 und dann habe ich dann angerufen im Büro und gesagt, ich sag, also in dem Büro hier, ne, nicht zu Hause. Dann gesagt, ich hab eine Anlieferung für euch. Ja, okay. Gib mir mal die Nummer, ne? Anlieferungsnummer, Kundennummer, die Nummer für die Ladung. So, habe ich ihn gegeben. Das ist für morgen früh. Ich sag, okay. Ich sag, kannst du mich noch ausladen? Nee, das geht nicht mehr. Komm morgen früh um 7 wieder. Alles da. Ja, bin ich dann heute Morgen, habe ich da gegen 6:30 habe ich angerufen. Und dann ist jetzt 8:45, jetzt bin ich leer. Dann ist was Geiles passiert. Was heißt Geiles passiert? Dann habe ich meinen Disponenten angerufen, der mich nach Hause bringt. Ich sag, hi, wie geht's dir? Ich sag, gut. Ich sag, und dir? Ja, auch gut. Bist du ausgeladen? Ich sag, ja, ich bin ausgeladen. Ich wollte dir sagen, dass ich jetzt ausgeladen bin und jetzt halt bereit für meine nächste Ladung nach Hause bin. Man kriegt ja so ein Herz. Also, er hat eine dunkle Stimme, aber dann sagt er auf einmal so, hey, gib mir 10 Minuten, ich hab einen Plan. Ich sag, alles klar. Ich gebe dir 12 Minuten. Ja, das ist auch gut. Ich bring dich nach Hause. Sag Gott, ich hab mich kaputt gelacht. Hey, hier, ein bisschen was kaufen hier. So richtig cool. So, ja, gestern hat es noch richtig stark geregnet auf dem Weg hierhin. Ich konnte nur noch 80 fahren oder 70, weiß ich nicht mehr. Und ich erst gedacht, ich werde jetzt stehen, aber ich dachte, komm, jetzt musst du Gas machen. Dann bin ich, weil meine Schichtzeit ja auslief, bin ich, glaube ich, noch mit 11 Minuten Restschichtzeit nach Kanada rein. Und dann habe ich dann halt noch Schichtzeit wiederbekommen. Aber ich habe mir gestern was überlegt. War ja so, die Kommentare war ja so, ja, warum lässt sich denn wachklopfen? Warum stehst du nicht am nächsten Truckstop und so? Und das hat ja auch alles seinen Sinn. Und ich hatte eben gesagt gehabt, oder gestern, habe ich ja gesagt gehabt, dass ich also dadurch Zeit spare. Und gestern habe ich mir was überlegt, ich werde euch mal heute Abend, also gleich, werde ich euch mal so eine ganz normale, typische Woche erzählen und wie ich denn so meine Zeiten plane, damit ich effizient und schnell wieder nach Hause komme. Denn ich habe die Meinung, wenn man so eine Tour in 4 Tagen rumkriegen kann, warum sollte ich 5 gebrauchen? Also warum sollte ich denn 5 Tage draußen bleiben? Ja? Ich weiß, jetzt kommt wieder so der eine oder andere kommt dann an und sagt so, ja, warum willst du am Wochenende zu Hause sein? Da macht doch ein Local Driver. Nee, ich muss ja momentan Fernverkehr fahren, weil ich auf einer Arbeitserlaubnis bin. Und darum geht es ja nicht. Es geht mir darum, dass ich am Wochenende zu Hause bin und nicht irgendwie... Wenn ich montags und dienstags zu Hause bin, dann bringt mir das nichts. Dann warte ich nur noch auf meinen nächsten Trip und dann geht's weiter. Und man hat ja auch ein Privatleben, was man ja auch leben will dann, wenn man zu Hause ist. Was laber ich eigentlich jetzt die ganze Zeit hier schon? Ich warte jetzt auf meinen nächsten Trip. Ich nehme euch mit. Ich würde sagen, ja, bis später, ne?
der Nähe von Montreal. Ich hatte gestern einen nicht so einen tollen Tag gehabt. Ich habe ja gesagt, mein Dispatcher hat angerufen, hat eine Ladung für mich. Ja, das war dann nicht so toll, weil ich bin dann zum Kunden gefahren und musste halt laden und der Kunde hat halt 6 Stunden gebraucht. So. Ich meine, ich kriege die Zeit ja bezahlt, aber trotzdem, es nervt halt, ne? So auf dem Freitag. Das ist auch Grund, warum ich euch gleich mal erkläre, warum ich meistens beim Kunden stehe. So, danach bin ich, also sie hatten erst eingeladen gehabt, irgendwie 2-3 Stunden, dann haben sie irgendwie, habe ich geguckt, oh, das Licht ist grün an der Rampe. Ab zum, ne, hier, Büro und Papiere holen und dann geht's ab. Dann gehe ich ins Büro, steht dann da eine halbe Stunde, bin ich zurück. Ich sage, wieder zum Trag hin, war die Lampe rot. Ich sage so, was ist denn jetzt los? Dann bin ich da hingegangen und gesagt, was ist los? Und dann sagt er so, ja, falsch eingeladen, müssen wir nochmal ausladen. Ja, okay. Ja, okay. Dann war ich fertig. Dann bin ich rübergefahren dann wollte ich ja Richtung nach Hause fahren. Bin dann natürlich dann in den Feierabendverkehr von Toronto gekommen. Der hat es aber schwer. Der hat aber schlappe Batterien. Und ja, dann wollten alle ins Wochenende, dann bin ich natürlich in den Toronto-Verkehr gekommen. Und ach komm, wir laufen ein bisschen. Tut einem auch ganz gut. Dann bin ich in den Toronto-Verkehr gekommen und alle, die ins Wochenende wollten, dachten sich, ach, bevor wir nach Hause fahren, bauen wir einen Stau, ne? Und Philipp steht mittendrin. Auch nochmal 2 Stunden gekostet. Ja, dann lief natürlich irgendwann die Schichtzeit aus. Und dann bin ich gestern nur 750 Kilometer weit gekommen, habe heute noch 1080 Kilometer vor mir, dass ich dann, also ist jetzt 7:30, ich komme vielleicht so gegen 8 Uhr los, kommt immer darauf an, wie lange ich rede und werde heute 1080 Kilometer abspulen, bin dementsprechend erst heute Abend zu Hause. Habe gestern meinen Disponenten angerufen und habe ihm gesagt, dass ich nicht mehr so einen Stress haben will, dass ich sonntags oder montags rausfahren möchte und auf längere Sicht gesehen wieder dass ich sonntags rausfahre halt, ne? Ich sonntags rausfahre und donnerstags oder Freitagmorgens zurück bin. Das will ich ja eigentlich. Aber das ist in letzter Zeit alles ein bisschen durcheinander geraten, weil ich ja jetzt 3-mal hintereinander in Virginia war. Hi. In Virginia, da war ich ja dann nicht 4-5 Tage auf der Straße, sondern 5-6 Tage und dann hat sich dann so meine normale Woche nach hinten geschoben. Aber gut, ich komme heute nach Hause, mache einen kurzen Reset und am Montag fahre ich wieder los. Dann bin ich am Freitag wieder da nächste Woche und dann fahre ich wieder sonntags los. Dann bin ich wieder der Normale. So, irgendwie tut mir heute die Hand weh. Ich habe nichts gemacht gestern. So. So, dann wollte ich euch erklären. Ich wollte euch mal erklären, wie ich meine Woche plane, weil es kamen so ein paar Kommentare beim letzten Video, weil ich ja erzählt habe, dass ich wach geklopft worden bin und dann kam dann der eine oder andere um die Ecke und meinte dann, ja, warum stellt sich denn da überhaupt hin und sind so die Besserwisser halt, ne, so. Aber okay, vielleicht wisst ihr das auch nicht besser. Ich werde das jetzt einfach mal erklären. Und zwar, ich erkläre euch ein Beispiel anhand einer normalen Woche. Anhand einer normalen Philipp-Woche. So. Ich fahre ja, in der Regel mag ich es ja sonntags loszufahren. Dann fahre ich so zwischen 12, 1 Uhr mittags fahre ich los. Dann fahre ich zum Kunden, hole den Trailer ab oder ich nehme den Trailer bei uns auf dem Hof auf, ne, der dann da vorgeladen steht. Ich lade seltenst vor, also ich lade seltenst dann irgendwie einen Trailer, also eigentlich kriege ich dann einen geladenen Trailer. So, dann fahre ich in der Regel nach New Jersey, wie ihr wisst. New Jersey, Delaware ist da noch, Pennsylvania, Maryland und sonst ist, also da fahre ich ja überall hin, aber sagen wir jetzt mal das Beispiel, ne? New Jersey. Oh, ja, warum krumm? Wo ist der denn gegengefahren?
Ja. Da fahre ich in der Regel dann so bis Westgardener. Und das sind dann 800 Kilometer von zu Hause entfernt. Und mit Trailer aufnehmen und also das sind 8 Stunden Fahrzeit, aber mit Trailer aufnehmen, tanken, Pause machen, bla, Pipi am Rand, ne, so sind es ungefähr so 10, 11 Stunden, die ich dann unterwegs bin. So, dann komme ich dann so gegen 11, 12 Uhr mit Zeitverschiebung, da geht der eine Stunde runter, komme ich da in Westgarden an und nächsten Morgen fahre ich so gegen 9 Uhr los, gegen 9 oder 10 Uhr. Dann habe ich in der Regel noch so 600, 650 Kilometer vor mir. So. Irgendwas vergessen? Nee. Dann fahre ich dann nach New Jersey, habe dann abends einen Aushalttermin oder halt auch Dienstagmorgen ganz früh. Somit bleibe ich beim Kunden stehen, egal ob ich ihn jetzt abends auslade oder morgens auslade. Hat folgenden Grund: Ich kann so ein paar Dinge hier beeinflussen. Ein paar Dinge kann ich nicht beeinflussen. Ich kann das Wetter nicht beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, ob ich eine Panne habe. Und ich kann nicht beeinflussen, ja. So, und was ich bedingt beeinflussen kann, bedingt, ist die Wartezeit. In der Regel dauert das ja nicht lange. Ne? In der Regel, wenn ich eine Stunde warte oder 2, dann ist das schon lange. Aber manchmal gibt es so Tage, wie gestern, da dauert das halt lange. Okay, ich kriege dann Geld dafür, aber meine Schichtzeit läuft runter und es bringt mir mehr, wenn ich fahre, als dass ich dann da rumstehe. So. Dementsprechend, wenn ich da anliefere, Montagabend oder Dienstagmorgen, ist es ja egal, wie lange die brauchen, weil ich bin ja nicht auf Arbeitszeit, laut meinem Logbuch. Ich bin ja auf, off oder auf Sleeper, ne, so. Das heißt also, wenn ich Dienstag dann leer bin und meine Pausenzeit hinter mir habe, kann ich dann zum nächsten Kunden fahren. Das heißt, ich fahre dann in der Regel so um die 200 Kilometer bis zum nächsten Kunden. Das heißt, ich starte da meine Schicht, fahre dann zum nächsten Kunden, werde da geladen. Das kann ich wiederum nicht beeinflussen, wie lange ich da rumstehe. Also, was heißt nicht beeinflussen? Ich kann es ja nie beeinflussen, aber ich kann es nicht fixen. Ich kann es nicht eindämmen. Ne? So, da kann ich nichts machen. Ne? Das ist dann halt so. Aber in der Regel dauert das nicht so ewig. Dann fahre ich zurück, also ich fahre dann 2 Stunden bis zum Kunden. Dann habe ich ja noch von meiner Fahrzeit noch 9 Stunden übrig von dem Tag. Und ich fahre meistens von dem Kunden dann oder von den Kunden da in der Gegend so 6,5, 7 Stunden bis zur Grenze. Da ich noch 9 Stunden für den Tag habe, komme ich super mit hin, komme ich nach Kanada rein, fahre ich zum Kunden, schlafe da wieder. Oder ich werde ausgeladen nächsten Tag oder ich schlafe abends da, ist ja egal. Ich werde da morgens oder abends ausgeladen. Guck mal nehmen, was ich stehe, das sehe ich gerade erst. Meine steht da hinten. So, dann, wenn ich dann dann habe ich ja wieder volle Schichtzeit halt, ne? Und da ich in Kanada bin, darf ich ja auch dann 2 Stunden länger fahren. Also 13 Stunden. So, oh, eine alte Möwe. Schon der letztes neben mir. Ja klar, der mit der Loch in der Zeit. So, dann habe ich hier ein volles Buch, also hier, volle Schichtzeit. Dann fahre ich dann zum Kunden, lade ich wieder ein oder tausche den Trailer und kann dann Richtung East Coast fahren, Richtung nach Hause. Dementsprechend kann ich das so beeinflussen. Deshalb bleibe ich beim Kunden stehen, ne? Weil ich dann meistens dann richtig Zeit spare und unter Umständen spare ich da sogar einen Tag weniger auf der Straße. Okay, heute hatte ich geplant, heute Mittag zu Hause zu sein. Nach gestern war es dann halt nicht möglich. Nach gestern hieß es dann halt, ne, nachdem ich da warten musste, ja, Samstagabend halt. Also ich werde so gegen 7 Uhr heute Abend zu Hause sein. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte ist, man kann viel Zeit sparen. Aber das bringt jetzt nichts, wenn ich zum Beispiel abends nicht beim Kunden stehe, sondern ich stelle mich an den Truckstop. Dann fahre ich morgens eine Stunde dahin, sagen wir mal, um beim Kunden zu stehen, zum Anliefern. Und dann braucht er auf einmal 5 Stunden. Dann habe ich schon wieder 5 Stunden verbrannt von meiner Schichtzeit. Nicht von meinem Einkommen, nicht von dem, was ich verdiene, sondern es geht um die Zeitersparnis halt. Ne? Und das ist nicht gut. Ne? Das ist nicht gut.
Und wenn ich das zum Beispiel zweimal mache, dann sind das 10 Stunden, ne? Unter Umständen, die ich warten muss. Es muss nicht sein, es kann sein. Das sind so Dinge, die kann man auch nicht beeinflussen. Die nerven mich auch. Weil du kannst es halt nicht beeinflussen. Du kannst nur irgendwann einen Weg finden, dass du da so dich durchschlängelst. Durch die Wartezeit, durch die Leute, die deine Zeit in Anspruch nehmen. So, ja, schon wieder 10 Minuten 30 gelabert. Die Hater kommen wieder. So, ich bin gut drauf. Ich habe eine verkürzte Pausenzeit gemacht. Ist es, glaube ich, jetzt auch schon voll. Ich muss jetzt gleich weitermachen, damit ich heute Abend zu Hause bin. Und der Trailer, der kommt nach Monken. Der wird in Monken hingestellt. Der ist für Dienstag. Und ja, Dienstag bin ich ja quasi schon wieder am Trailer vorbeigefahren in den Staaten. Ne? Also wie gesagt, den stelle ich in Monken hin. Und ja, gucken wir mal. Okay, jetzt hat er schon 11 Minuten gelabert. So, bis später. Turn right, then take the highway.
So, hi zusammen. Ich bin jetzt angekommen, da wo ich hin will, nämlich nach Hause. Und zum Schluss will ich auch noch was zeigen. Und zwar, habe ich schon länger nicht mehr gemacht, was ich diese Woche so gemacht habe. Also, ihr seht auf der Uhrzeit, es ist kurz vor 9. Da, ja. Und ich habe diese Woche, ich bin jetzt 4,5 Tage unterwegs gewesen, seit Dienstagnachmittag. Und ich habe 4.500 Kilometer seitdem gefahren, weil ich den am Dienstag auf 0 gestellt hatte, weil Paycut war, ne? Also jetzt mache ich immer alle 2 Wochen auf 0. Ich bin 4.500 Kilometer gefahren, 31,6 Liter Durchschnittsverbrauch, 63 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Das passt nicht so, weil die geht ja runter und auch die Stunden mit 71 Stunden und 10 Minuten, das geht runter, weil der ja auch mal nachts anspringt und die Batterien lädt, weil ich ja mit Klimaanlage stehe, ne? Oder halt mit Bankheater, Standheizung. So. Ich bin heute gefahren. Ich habe jetzt noch 1 Stunde 26 Minuten Restfahrzeit. Oder 25, ja, es ist Schichtzeit. 1 Stunde 25 Minuten Restschichtzeit oder Fahrzeit, je nachdem, wie man das nehmen will. Und ich bin also dann 11 Stunden und 35 Minuten gefahren und bin heute 1116 Kilometer gefahren. Und habe diese Woche bin ich gefahren 53 Stunden und 26 Minuten. So. Und on duty und alles so. So. Und ich habe das Wochenende. Das ist nicht gut. Ich möchte dieses Video beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Und Facebook habe ich eine wundervolle Gruppe. Kanada Trucker Philipp. Ich komme wieder, keine Frage. Und dies ist das Sonntagsvideo. Und ich würde sagen, bis bald. Weil die kleinen Tiger, die wollen jetzt gerne was zu futtern haben. Bis bald. Tschüss.